Today we will look at measuring the alpine ibex. We will measure a female, but we will demonstrate the color changes and the bulge formation on the male. Also heute schauen wir uns an, wie man Steinwild vermisst. Wir werden eine Steingeiß vermessen und schauen uns beim Steinbock an, wie sich die Farbe ändern kann und auch die Ausprägung der Schmuckknoten, wie man das beurteilt. The parameters for the alpine ibex are quite simplistic. It is not a difficult trophy to measure. The horn length, obviously, the horn circumference, the spread at the widest place, be it at the tips or on the side of the horns, depending on the formation, the color, the bulges, and then we have probably the least simplest but not difficult is the calculation for the S-index, which is the sweep of the horns. Also die Messparameter sind Hornlänge für links und rechts, dann der Umfang der Hörner auch links und rechts, dann die Auslage, je nach Ausprägung wird die Außen- und Innen gemessen und die Farbe wird beurteilt, die Ausprägung der Schmuckknoten oder die Wulstbildung, wie es hier genannt ist, und das Schwierigste, zwar nicht wirklich schwierig, ist der Schwung der Hörner, also der S-Index, der noch berechnet wird. If we look at the structure of the horn on an ibex and to gain the maximum measurement over the length, it's the lowest point in the front on both the male and female. The lowest point in the front is your starting point, across the center of the horn to the very tip. Also wenn wir uns die Struktur des Steinwildes anschauen, wir messen die Länge vom tiefsten Punkt bei den Geißen und den Böcken, dann geht es über den Schlauch in der Mitte des Horns bis nach hinten. If we begin our measurements with the horn length and we start on the left hand side from the lowest point in the front. Wir beginnen mit der Messung der Hornlänge auf der linken Seite und starten am tiefsten Punkt. Spanning the bulges. Das Messband wird über die Schmuckknoten oder Schmuckausprägungen gespannt. Sometimes it's an advantage if you have a third pair of hands at this game. Manchmal ist es ein Vorteil, wenn man eine dritte Hand zur Verfügung hat. Particularly with a female ibex because the horn is not as flat as a male. Speziell bei den Steingeißen kann das sehr hilfreich sein, weil wir oben nicht die gleiche Breite haben oder Fläche haben, um zu messen. So in this case the length of the horn on the left hand side was 28.2 centimeters. In diesem Fall haben wir auf der linken Seite eine Länge von 28,2 cm. On the right hand side we have a length of 27.5 centimeters. Auf der rechten Seite haben wir eine Länge von 27,5 cm. Now it's important to understand the measurement parameters, and in this case we use the average of the lengths. Es ist wichtig, dass man die Messparameter versteht, und in diesem Fall nehmen wir den Durchschnitt der beiden Längen. So we have an average length of 27.85. Wir haben hier eine Durchschnittslänge von 27,85 which has a multiplier of 1. mit einem Faktor von 1. The next parameter is the horn circumference. Der nächste Messparameter ist der Umfang der Hörner. That will be the maximum circumference on each horn. Wir nehmen den größten Umfang auf jeder Seite. Taken between the bulges. Und gemessen wird zwischen den Schmuckknoten und nicht über die Schmuckknoten. And it's important to maintain that it's between the bulges and not over the bulges, which will give you a measurement which is not realistic.
Also es ist wirklich wichtig, dass man dazwischen misst und nicht über die Schmuckknoten, weil man sonst ein unrealistisches Messresultat erhält. In the case of a female ibex, because the bulges are quite close together, you need a tape which has a maximum of 5 millimeters wide, but preferably something that is around 2 to 3 millimeters. Speziell bei den Geißen, wo wir die Schmuckknoten so nah beieinander haben, ist es notwendig, dass man ein Messband hat, was maximal 5 mm breit ist. Viel besser ist aber ein Messband, was 2 mm breit ist, damit man dazwischen kommt. So if you can find the maximum circumference on each horn, So, wenn man den maximalen Umfang an jeder Seite gefunden hat, and in this case we do not use the average, we use the total. dann verwenden wir in diesem Fall nicht den Durchschnitt, sondern die Summe dieser zwei Messungen. So the circumference in this trophy is 12.7 plus 12.6, In diesem Fall haben wir die Summe aus 12,7 und 12,6, which gives me a total of 25.3. was uns ein Total von 25,3 ergibt. Using a multiplier of 1 Mit dem Faktor 1 gives you the points that you are going to offer to this trophy. gibt uns dann die Punktzahl, die wir für diese Messung bei dieser Trophäe erhalten. The parameter number 3 is the spread. Der Messparameter Nummer 3 ist die Auslage. And the spread means the widest point on the horns. Also die Auslage meint der weiteste Punkt bei den Hörnern. In this case, it's from tip to tip, In diesem Fall ist es von Spitze zu Spitze, but it's possible to have a trophy with a curvature going in, wenn wir aber eine Trophäe haben mit einer Hornform, die leicht nach innen geht, therefore the widest spread will be at the extremities of the horns and not at the tip to tip. dann haben wir die größte Auslage an den äußersten Punkten und nicht von Spitze zu Spitze. So again, a very simple calculation on how to take it. It's directly from the tip to the tip, and in this case it is 22.5. Auch hier sehr einfach zu messen, also wir messen wirklich von der Außenseite der Spitze zu der Spitze und haben hier eine Messung von 22,5. And in this case the multiplier is 0.5. Und hier haben wir einen Multiplikationsfaktor von 0,5. So the distance was 22.5 and the points associated with that are 11.25. Also die Punkte, die wir für diese Messung von 22,5 erhalten, sind 11,25. The additions. There are 3 additions for color, for bulge formation and for the sweep of the horns. Zur Zuschläge haben wir 3 verschiedene für die Farbe, die Wulstbildung oder die Ausprägung der Schmuckknoten und Schwung der Hörner dieser S-Index. The first 2 are the color and the bulge formation, Die ersten 2 sind die Farbe und die Wulstbildung and they are subjective, und die sind subjektiv. which means that the points associated with those 2 parameters are purely in the eye of the beholder. Also das heißt, die Bewertung dieser 2 Messparameter ist eigentlich wirklich Ansichtssache des Vermessers. But it is based on the fact that the bulge formation and the color are perfect. Aber eben die Grundlage dafür ist eigentlich, dass die Wulstbildung und die Farbe perfekt ist und erst dann erhält man die Höchstpunktzahl. So in relation to color, the maximum color a trophy can receive are 3 points for a grey trophy. Also wenn wir uns die Farbe anschauen, wir haben ein Maximum von 3 Punkten für die beste Farbe, was in diesem Fall grau ist. A black trophy will get 1 point and a brown trophy will get 2 points. Eine schwarze Trophäe gibt 1 Punkt und eine bräunliche gibt 2. So in this case, if you look at your trophy from the side, from behind, you make a decision on the color. And in this case, it's a grey trophy, so it will receive a maximum points of 3. Für die Beurteilung der Farbe schauen wir sie von allen Seiten an, also von vorn, von der Seite und von hinten.
Und hier haben wir eine Trophäe, die grau gefärbt ist, also auch eine Maximalpunktzahl von 3. For points on the bulges, Für die Punkte, für die Wulstbildung, it's important to identify that the bulges on the female horns are not as obvious as those on the male. hier muss natürlich berücksichtigt werden, dass bei den Geißen die Schmuckknoten, die Wulstbildung nicht so ausgeprägt ist wie bei den Böcken. I will identify this by showing you a male trophy in a moment. Ich werde euch nachher auch eine männliche Trophäe zeigen, um euch dies zu zeigen. In this case, this trophy has got on both horns, it has bulges where they should be. The last portion of the ibex horn does not have any bulges, but in this case there are bulges all along the crest of the horn on both sides, so this trophy should get a maximum of 3. Also in diesem Fall haben wir eine Wulstbildung überall dort, wo sie sein sollte. Ganz an den Spitzen haben wir selbstverständlich keine. Und hier haben wir wirklich eine schöne, ausgeprägte Wulstbildung und erhalten eine Maximalpunktzahl von 3. In the case of this male trophy, Wenn wir uns diesen Steinbock anschauen, if we look at first the bulges, you will see that they are not distinctive. There are bulges missing, and in this case, if you look at one horn at a time with a maximum of 3 points, this allows 1.5 at a maximum for each side. also wenn wir uns jetzt hier die Ausprägung der Schmuckknoten anschauen, dann sehen wir schnell, dass Schmuckknoten fehlen und auch die Ausprägung nicht allzu groß ist. Insgesamt können wir 3 Punkte vergeben. Und wir teilen das auf, 1,5 Punkte für links und 1,5 Punkte für rechts. So this trophy will not receive the maximum points. Diese Trophäe erreicht aber nicht die Maximalpunktzahl. So you decide on a percentage reduction based on the length of the horn and the percentage where there is no bulges. Also wir schauen uns jetzt an für jede Seite, wie viel Prozent eine Schmuckknotenausbildung hat und wie viel Prozent nicht. So in this particular case, there is at least 50% on each side where there are no distinct bulging. Also wir haben jetzt in dem Fall auf beiden Seiten sicher 50% des Hornes, welche keine Schmuck- oder kaum Schmuckknoten aufweist. So you will reduce the points accordingly. Also wir werden die Punktzahl dementsprechend verringern. Now we will look at the color in this particular trophy. Wenn wir uns die Farbe jetzt anschauen für diese Trophäe, If you operate on the same premise that the maximum points allowed are 3, haben wir das gleiche, die Maximalpunktzahl ist 3, so 1.5 for each side, also 1,5 Punkte für jede Seite. and now decide on your color. Und jetzt entscheiden wir über die Farbe. In this particular specimen, there is a large amount of dark coloration on at least 50% on each of the horns. Also jetzt bei dieser Trophäe haben wir auf jeder Seite einen großen Anteil von der dunklen Färbung von mindestens 50% der Gesamtlänge. So you will deduct accordingly. So this animal will not receive a maximum for its color. Also auch hier werden wir die Punktzahl dadurch verringern und diese Trophäe erhält nicht das Maximum von 3 Punkten. And last, but by no means least, is the calculation for the S-index. Also zum Schluss berechnen wir den S-Index. The S-index is an individual index on each horn, Also wir berechnen einen Index für jede Seite. and it's the relativity of the length of the horn Und es ist das Verhältnis von der Hornlänge to the distance from the base at the back of the horn in a straight line to the end of the horn. zu der Distanz von auf der Rückseite der Trophäe von ganz unten bis zur Spitze, also der sogenannten Sehnenlänge in direkter Linie. When you take the measurement, Wenn man diese the cord length, you relate it to the length of the horn.
Also man berechnet jetzt aus diesen zwei Parametern den S-Index. So what you will receive then is on the scale, you have the horn length divided by the chord length. Also wir haben jetzt hier auch eine Skala und eine Formel, also die Hornlänge durch die Sehnenlänge. And the formula that will give you a points total on this is that less than 1.16 will give you 0. 1.16 to 1.20 will give you 1. 1.21 to 1.25 will give you 2 points. And in excess of 1.26 will give you 3 points. Also hier haben wir eine Skala für diesen Wert, den wir dann erhalten. Liegt der Wert unterhalb von 1,16, dann gibt es 0 Punkte. Liegt er zwischen 1,16 und 1,20, einen Punkt. Zwischen 1,21 und 1,25 erhalten wir 2 Punkte. Und alles, was über 1,26 ist, kriegt die volle Punktzahl von 3. This calculation is done on both of the horns. And then you will use the average of the two totals. Also diese Messung machen wir für links und rechts und nehmen nachher den Durchschnitt dieser zwei Messungen. This will give a possible maximum points total of 3. Auch hier eine Maximalpunktzahl von 3. In this particular female trophy, Bei dieser Trophäe, the color received a maximum of 3. die Farbe erhält die Maximalpunktzahl von 3. The bulge formation received a maximum of 3. Die Wulstbildung erhält auch ein Maximum von 3. And the S-index also received a maximum of 3. Und auch der S-Index ist ein Maximum von 3. So when we calculated finally the points total, this trophy received a points total of 73.4. Also wenn wir jetzt alles zusammenzählen, erhalten wir eine Gesamtpunktzahl von 73,4. And the points awarded for CIC in relation to medals for the Alpine Ibex female, for bronze it's 45, for silver it's 50, and in excess of 55 is gold. So this particular trophy has received 73.4, so this is a gold medal female Alpine Ibex. Also die CIC hat die Punkte wie folgt festgelegt. Für eine Steingeiß erhält man die Bronzemedaille mit 45 Punkten, die Silber mit 50 und alles, was 55 und drüber ist, erhält die Goldmedaille. Und bei dieser Trophäe haben wir eine Gesamtpunktzahl von 73,4, also somit eine Goldmedaille.